100 Jahre eigene Zähne. Wie kriegt man das am besten hin? Am wichtigsten ist es, mit der größten Schwachstelle anzufangen. Und das ist der Zahnzwischenraum. Gerade im Seitenzahnbereich, durch die 2 Zahnwurzeln, sind da Nischen, in denen anaerobe, unter Sauerstoffausschluss lebende Bakterien sich vermehren, die das Zahnfleisch entzünden und auch Karies verursachen. Das ist die biologische Schwachstelle im menschlichen Gebiss. Die Zahnseide, die kommt da nicht hin, weil die nicht in die Unterschnitte reinkommt. Viel besser ist das Zwischenraumbürstchen. So, wenn man sich ein Zwischenraumbürstchen mit einem dünnen Drahtkern und Buscheln nimmt, dann kriegt man das noch sehr gut zwischen die Zähne und am besten, wenn man sich zum Zwischenraumbürstchen ein Gel nimmt, das desinfizierend wirkt. Dieses Gel führt dazu, dass die Bakterien nicht von einem Zwischenraum in den nächsten geschleppt werden, sondern, wenn man da einmal durchgeht, kaputt gehen. Man fängt hinten an und geht einmal in jeden Zwischenraum. Ziel ist, dass das Zahnfleisch dann nicht blutet. Dann ist das Zahnfleisch gesund. Also ich habe jetzt kein Blut an den Zahnzwischenraumbürstchen. Wenn da Blut dran ist, dann ist es wichtig, dass man das therapiert. Dazu nimmt man sich das Chlorhexidin. Das ist ein anderes Gel, das benutzt man dann für 3 Wochen, um sozusagen das Zahnfleisch wieder zu beruhigen. Danach geht man wieder und macht mit dem Interprox-Gel weiter. Das soll man nur 3 Wochen benutzen, bis das Zahnfleisch nicht mehr blutet. So, das zweitwichtigste nach den Zwischenräumen ist es, dass man für die Zahnreinigung eine elektrische Zahnbürste benutzt. Es gibt ganz viele Studien, wo sich die Überlegenheit der elektrischen Zahnbürste gegenüber der Handzahnbürste gezeigt hat. Wichtig bei der elektrischen Zahnbürste ist, dass man die Kai-Technik benutzt. Man legt sie auf die Kaifläche drauf. A bedeutet, dass man die nach außen bewegt, dann massieren sich die Borsten zwischen Zahn und Zahnfleisch. I bedeutet nach innen. Dann geht man zum nächsten Zahn, schwenkt nach außen, nach innen. Die Bewegung läuft von der elektrischen Zahnbürste ganz von alleine. Kai-Technik, ganz wichtig. Nicht schrubben. Viele machen das wie mit der Handzahnbürste, dass sie über die Zähne hin und her schrubben. Das führt nur zu empfindlichen Zahnhälsen. Das führt dann auch, wenn man das über Jahre macht, zu keilförmigen Defekten. Das heißt, das kann so weit gehen, dass die Zähne dadurch sogar abbrechen. Also einfach oben drauf legen, da ist der Zahn unempfindlich hart, da bewegt die Zahnbürste von alleine. Kaufläche nach außen schwenken, nach innen schwenken, nächster Zahn. Gut ist, wenn man eine fluoridhaltige Zahnpasta dazu benutzt. Das Fluorid stärkt den Zahnschmelz. Das nächste, was wichtig ist das Kaugummikauen. Der Speichel hat eine Funktion, dass er die Zähne regeneriert. Im Speichel sind Bausteine vom Zahnschmelz, das Calciumhydroxylapatit. Wenn man nach dem Essen Kaugummi kaut, werden die Zähne noch vom Speichel lange umspült und die Bausteine vom Zahnschmelz lagern sich ein und der Zahnschmelz wird versiegelt. Wenn man das häufig nach dem Essen macht, wichtig ist, dass da kein Zucker, am besten Xylit im Kaugummi ist. Xylit ist von den verschiedenen Zuckern für die Zähne am besten und auch sozusagen, ja, macht auch kein Diabetes und anderes. Also ist viel besser für den menschlichen Körper verträglich als der Rübenzucker. So, was noch sehr wichtig ist, dass man sozusagen die richtigen Bakterien im Mund hat. Es gibt ein Probiotikum speziell für Zähne und Zahnfleisch, das heißt Gamperiobacillus. Das Bakterium, was da drin ist, heißt Lactobacillus reuteri. Dieses Bakterium hat sich herausgestellt, dass wenn man das lutscht, das sind halt kleine Lutschpastillen, die schmecken wie Pfefferminzpastillen, die lässt man im Mund zergehen. Und das Lactobacillus reuteri setzt sich im Zahnfleisch fest und verdrängt die schädlichen Bakterien. Dadurch wird entzündetes Zahnfleisch gesund. Da sind 20 Lutschpastillen, die kann man immer mal wieder lutschen. Wenn man diese 4 Punkte
anwendet. Also nochmal das Wichtigste: Zahnzwischenräume mit Zahnzwischenraumbürstchen und desinfizierendem Gel. Zweitens, elektrische Zahnbürste in Kai-Technik mit fluoridhaltiger Zahnpasta. Drittens, Zahnpflege-Kaugummis nach dem Essen. Viertens, ein Probiotikum, um sozusagen gesunde Bakterien einzunisten, insbesondere das Lactobacillus reuteri. Ja, so behält man dann hoffentlich, wenn man so alt wird, 100 Jahre seine eigenen Zähne.